Wir stehen hier an einem Autohof bei Halle und wir werden heute versuchen, mit einer Tankfüllung bis in den Norden von Dänemark zu kommen. Das sind ungefähr 870 Kilometer mit einer Tankfüllung mit einem 17 Jahre alten Auto, im Diesel wohlgemerkt. Und wenn wir dort sind, in Hirtshals, so heißt dieser Ort, werden wir zurückfahren. Ist ja logisch, aber wir werden nicht tanken. Wir werden versuchen, 870 Kilometer hin und 870 Kilometer zurückzukommen. Wer weiß, ob wir es schaffen. Wir tanken gerade. Das ist so ein geiler Kontrast, ne? Wir versuchen hier unter 4 Liter zu verbrauchen. Wir fragen ihn gerade, was verbraucht er, je nach Fahrweise um die 27 Liter. So, wir werden gerade von einem LKW überholt. Der erste seit Stunden. Ja, seit 10 Minuten ungefähr. Nee, das Wichtige ist halt, so ein LKW, also nicht mal wegen Windschatten, ja. Wäre dumm und illegal, so nah dran zu fahren, dass wirklich ein Windschatten vorhanden ist oder du im Windschatten drin bist, sagen wir es so. Aber er hilft einem, eine gleichmäßige Fahrweise zu haben, wenn man kein Tempomat hat. Moin! Jetzt gibt es mal einen kleinen Zwischenstand. Es ist 21:46 Uhr. Wir sind vor 1,5 Stunden losgefahren und während der ersten 100 Kilometer lag der Durchschnittsverbrauch bei 4,3 Litern, was zu viel ist, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und meine Taktik bis dahin war gleichmäßig fahren, nie vom Gas weggehen, nie zu stark beschleunigen. Jetzt habe ich mir eine andere Taktik gesucht und die geht folgendermaßen. Man beschleunigt, am besten hinter dem LKW. Dann nimmt man den Gang raus und rollt. So lange, bis man wieder eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit erreicht hat, legt den Gang wieder ein und beschleunigt. Von 80 auf 90, sage ich mal. Man nimmt den Gang raus und man lässt rollen. Und seit ich das mache, ich habe 2 Verbrauchsrechner, den einen habe ich vor 28 Kilometern auf 0 gestellt, habe ich bei diesem Verbrauch 3,5 Liter. Ich habe im Gesamtverbrauch 4,1. Bin also in 28 Kilometern von 4,3 auf 4,1. Geil, oder? Guten Morgen, es ist 0:30 Uhr ungefähr. Wir sind jetzt seit gut 4 Stunden unterwegs. Durchschnittsverbrauch ist sehr vielversprechend und ich will mal kurz ein bisschen auf dieses wunderbare Auto eingehen. Wir haben hier einen 2001er VW Passat mit dem wohlbekannten und sehr robusten 1.9er TDI, also ein Diesel mit 131 PS, war damals unter den 4 Zylindern das stärkste, was man kaufen konnte. Und regulär verbrauche ich damit so um die 6 Liter mit viel innerorts. Und ich will mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, die ich am Auto jetzt dran habe oder verändert habe, damit das Ganze auch funktioniert mit dieser spritsparenden Fahrweise. Zum einen die Räder. Da habe ich mich auch im Sommer für 15 Zoll Aluminiumfelgen entschieden. Und diese haben die Besonderheit, das sind Schmiedefelgen, sie sind unheimlich leicht. Und natürlich auf einer 15 Zoll Felge bei dieser Fahrzeugklasse ein 195er Reifen. 195, das ist die Reifenbreite. Man hat also relativ wenig Kontakt mit der Fahrbahn, dadurch wenig Rollreibung. Und ich habe diese Reifen mit 3 Bar befüllt. Das ist natürlich für ein unbeladenes Fahrzeug relativ viel, ist aber auch das, was man bei einem beladenen Fahrzeug drauf machen darf. Von daher ist es weder für das Auto schlecht noch für den Reifen. Und ich bin so bisher immer gefahren, auch auf Winterreifen, und da fährt sich nichts
unschön ab. Aber wir haben jetzt natürlich keine Klimaanlage an. Wir haben das Radio, wenn wir es anhaben, sehr leise an. Und ansonsten alles original. Das ist die Bedingung. Es soll ja auch ein bisschen realistisch sein. 2 Stunden später. Es ist 2:43 Uhr. Wir sind ungefähr noch 340 Kilometer von Hirtshals entfernt. Wir sind schon 521 Kilometer gefahren. Und die Restreichweite, das ist der kritische Punkt, liegt ungefähr bei 1200 Kilometern. Das heißt, wenn man auf die Restreichweite vertraut und es mit den bisher gefahrenen 521 addiert, kommen wir auf 1720 ungefähr, was aber weniger ist als die gesamte Strecke, weil die liegt bei 1760. Das heißt, es ist jetzt doch ein wenig spannender, als ich dachte. Und wir müssen mal gucken, wie es dann in 340 Kilometern aussieht, was dann die Tanknadel sagt. Ob wir dann lieber auf die Tanknadel vertrauen oder auf die Restreichweite. Wer weiß. Wir haben es geschafft, zumindest die Hälfte. Wir sind jetzt in Hirtshals nach genau 861 Kilometern und 100 Metern. Der Durchschnittsverbrauch bisher 3,8 Liter. Und es ist noch mehr als die Hälfte im Tank, wobei man ja sagen muss, dass wir übertankt haben. Also kann es sein, dass es sehr knapp wird. Wir haben ziemlich genau in diesem Moment auf dieser Reise 1000 Kilometer erreicht. Die Tanknadel ist soeben über die Hälfte drüber. Es sind bis nach Halle noch ungefähr 725 Kilometer und die Restreichweite sagt im Moment 850. Weil es gerade viel bergab ging, muss man dazu sagen. Praktisch ist es aber eher so, dass die Restreichweite im Moment ziemlich mit der Restdistanz übereinstimmt. Also es bleibt weiterhin spannend, aber ich denke, wir könnten es schaffen. Wir sind immer noch vor Hamburg. Es sind noch 372 Kilometer bis Halle. Der Tank ist noch viertelvoll. Die Restreichweite ist ein Arschloch, sagt, in 280 Kilometer ist Ende Gelände. Und man will einmal was Gutes für die Umwelt tun, fährt nach Dänemark und zurück, verbraucht quasi keinen Sprit und dann ist hier ein scheiß Stau. Eine Sache, die extrem ärgerlich werden könnte. Ich meine, selbst wenn wir das schaffen, was ich schon glaube, ich hatte mir vorgenommen, das Ganze mit einem Schnitt von 81 km/h, mit 80 km/h. Im Moment haben wir 81. Wenn wir jetzt hier aber die ganze Zeit mit 10 km/h fahren, dann geht es extrem schnell runter. Das ist scheiße. Aber vielleicht hat der geneigte Zuschauer ja Verständnis für meine Situation. Ich meine, was soll ich machen?
durch die Rettungsgasse fahren. Geht nicht, ist keiner da. Oh, 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 was ist denn da passiert? Na? Wer weiß auch nicht, was ist denn das für ein Symbol? Muss ich jetzt in die Werkstatt? Nein, das ist die Tanklampe. Also, die Tanklampe ist angegangen. Wir haben es im Moment 17:50 Uhr. Bis nach Halle sind es noch 162 Kilometer. Restreichweite sagt 150 Kilometer. Ich würde sagen, das ist eine sichere Bank. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ist natürlich schade, weil es dadurch weniger spannend ist. Auf der anderen Seite bedeutet es, dass wir weniger verbraucht haben, als wir hätten verbrauchen können. Wenn du die Taktik nicht angewendet hättest, dann wären wir gar nicht hingekommen. Ich meine, am Anfang waren wir bei so 4. Weil du kannst dir das halt eigentlich nicht vorstellen, dass das Beschleunigen, was ja in deinem Kopf eigentlich viel Kraftstoff verbraucht, dass das in Kombination mit Rollen lassen weniger verbraucht als eine gleichmäßige Fahrweise. Aber das ist halt so, wir haben, also das haben schon Leute vor uns bewiesen, aber wir haben es jetzt auch nochmal bestätigt. Das ist eigentlich geil. Also wir hatten eine Strecke, waren 860 Kilometer. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich auf 1720 kommen. Es ist aber ein bisschen mehr, weil wir noch den Abstecher zum McDonald's gemacht haben. Ja. Nur, dass das auch hier klar ist, weswegen die Zahl dann so aussieht, wie sie aussieht. Felix, es ist im Prinzip unten. Die Tanknadel ist jetzt down, komplett zu Ende. So down, ja im Prinzip schon. Es ist wie das Gegenteil von randvoll. Es ist randleer. Ja. Dieser Motor fährt mit reinem Sauerstoff. Ja, ich sehe den Autohof. Ich sehe den Autohof. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Halle Tornau, da müssen wir raus. 1000 Meter. Noch 600 Meter. 600 Meter. So. Guckst du wieder, ob von rechts was kommt? Nein. Warte. Sieht gut aus. Wie er noch zieht. Mit dem letzten Tankinhalt. Der pusht noch mal richtig. Und den letzten Schwung mitnehmen. Oh, Baby. Wir haben es geschafft. Die Sonne geht gerade unter. Wie geil. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben genau 24 Stunden quasi gebraucht. Also es ist ziemlich 23,5 Stunden. So. Wir haben es genau einen Tag lang sind wir jetzt unterwegs gewesen. So, jetzt wird erstmal schnell alles dokumentiert, dann wird getankt und dann erstmal machen wir ganz noch eine ehrlich. kurze Auswertung. Danke, fucking Mann. did it, Mann. Danke. We fucking did it! Ah. Gleiches Auto, gleiche Zapfsäule und wir tanken wieder genauso randvoll wie vor 24 Stunden, nämlich inklusive Ausgleichsbehälter. Und präziser kriege ich das als Privatperson nicht hin. Ich bin sehr aufgeregt. Diesel. So, interessant ist ja jetzt auch, wann er Klick macht, ne? Weil das ist das normale Tankvolumen. Alter! Da sind auch 3 Liter drin. Stopp! 66,66 Liter. Was sagt uns das, Herr Stötze? Das sehen wir gleich, wenn ich bezahlt habe. Dann fahre ich zu deinem Auto und dann werten wir alles aus. So, jetzt kommen wir mal zur Auswertung. Also erstmal, die ganze Reise hat 21 Stunden und 36 Minuten gedauert. Die Fahrzeit hat so lange gedauert. Insgesamt waren wir 23 Stunden und eine halbe Stunde unterwegs. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h, so wie ich das mir selber zum Ziel gesetzt habe. Die Gesamtdistanz 1726 Kilometer und 300 Meter. Und der Durchschnittsverbrauch auf die gesamte Strecke hin und zurück laut Bordcomputer 3,7, laut Bordcomputer der Rückweg 3,5. Und um das jetzt auch rechnerisch zu beweisen, habe ich hier eine App.
Da gebe ich meinen Kilometerstand ein, meine getankte Menge und anhand meines letzten Kilometerstandes rechnet er mir den Verbrauch. Der Kilometerstand beträgt jetzt 268.108 Kilometer. Die Distanz dementsprechend 1726 Kilometer und 300 Meter. Und die Menge, die steht auf meinem Kassenzettel, 66,66 Liter. Und das ist Zufall. So, wir klicken einmal auf Sichern und es kommt raus 3,86 Liter. Also etwas abweichend vom Bordcomputer, aber trotzdem sehr gut. Deutlich unter 4 Liter, über 3,5. Aber ich muss sagen, für dieses Fahrzeug mit dem Gewicht, mit 2 Leuten, manchmal hat es geregnet, wirklich sehr akzeptabel, auch für die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Klar, es gibt spannendere Videos, aber wir müssen uns auch mal alle klar machen, dass der ganze Sprit, den wir hier tanken, aus der Erde kommt und der ist irgendwann weg. Und deswegen ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn wir damit sparsam umgehen, weil dann haben wir alle länger was davon. Also dann, vielleicht bis zum nächsten Video, wenn es wieder mal eins gibt. Ansonsten schönen Abend, ich fahre jetzt nach Hause, ich bin hundemüde. Gute Nacht.